Es gibt viele Geschichten über Tiere, die Menschen um Hilfe baten. Doch viele Menschen glauben nicht daran oder halten es für einen Zufall. Doch als der obdachlose Dimitri zum ersten Mal einem wilden Rentier begegnete, war er sich sicher, dass es ihn angreifen würde. Doch seine Vermutung stellte sich bald als falsch heraus. Das Rentier wollte eigentlich, dass Dimitri ihm folgt, denn es brauchte seine Hilfe bei etwas Furchtbarem. Vor 5 Jahren verlor Dimitri seinen Job und er lebte seither auf der Straße. Aber es schien so, als würde sich bald alles ändern. Dimitri wollte nicht mehr in der Stadt leben. Er hatte Probleme mit der Polizei und den Bewohnern, dass sie Obdachlose nicht tolerierten. Deshalb wollte Dimitri die Stadt verlassen. Mehr als eine Woche war vergangen und er hatte kaum noch Essen oder Trinken. Vor Erschöpfung konnte er nicht mehr weitergehen und setzte sich neben eine Straße, die in einen Wald führte. Er hatte alle Hoffnungen auf ein besseres Leben aufgegeben und wartete einfach, bis er verhungern würde. Doch als er merkte, dass jemand vor ihm stand, öffnete er langsam seine Augen. Doch damit hatte er nicht gerechnet. Dimitri war fassungslos, als er sah, dass ein Rentier vor ihm stand. Obwohl diese wilden Tiere eher scheu waren, kam es Dimitri immer näher. Er dachte sofort, dass das Rentier ihn angreifen würde. Aber der Aufprall blieb aus. Stattdessen stellte Dimitri fest, dass das Tier keinesfalls aggressiv war. Schließlich gab das Rentier ein leises Geräusch von sich, bevor es Dimitri sanft mit seinem Kopf berührte. Dimitri war sprachlos. Er hatte schon seit Stunden kein Wasser mehr und war deshalb zu erschöpft, um das zu verstehen. Was wollte das Rentier nun von ihm? Zuerst dachte Dimitri, die beste Option wäre es, so zu tun, als ob er schlafe. Vielleicht würde das Rentier ihn dann in Ruhe lassen. Aber stattdessen stupste ihn das Tier erneut an. Inzwischen war sich Dimitri sicher, dass er dem Tier nicht entkommen konnte. Aber dann fuhr ein Auto vorbei, beobachtete die Situation und hielt an. Ein Mann stieg aus und bewegte sich langsam auf Dimitri zu, da er das Rentier nicht erschrecken wollte. Er fragte, ob Dimitri Hilfe bräuchte und holte ein Gewehr aus seinem Auto. Dimitri erschrak bei dem Anblick der Waffe, denn er wollte auf keinen Fall, dass der Mann das Rentier verletzt. Er wusste, dass er schnell etwas unternehmen musste, sonst würde die Situation außer Kontrolle geraten. Zunächst stand Dimitri langsam auf und versuchte vorsichtig, das Rentier zu vertreiben. Er hatte Angst, dass der Mann auf dieses friedliche Tier schießen würde. Aber dann bemerkte Dimitri, dass das Rentier ihn bei jedem Schritt weiterhin beobachtete. Der Obdachlose hatte das Gefühl, dass das Tier ihn aufforderte, mitzukommen. Dimitri wusste, dass der bewaffnete Mann immer noch dazu bereit war, das Tier zu erschießen. Deshalb versuchte er so schnell wie möglich, das Rentier in den Wald zu treiben. Es funktionierte, und als der Mann das Tier einige Meter weit in den Wald getrieben hatte, wollte er zurück auf die Straße zurückkehren. Doch das Rentier schaute zurück und gab dem Mann zu verstehen, dass es ihm folgen sollte. Dimitri war am Ende seiner Kräfte, doch etwas in ihm sagte ihm, dass er auf das Tier hören sollte. Zuerst befürchtete er, dass er vor Erschöpfung bald zusammenbrechen würde. Irgendetwas wollte das Rentier ihm mitteilen, aber was konnte das sein? Er musste durch ein Gestrüpp aus Ästen und Blättern durchlaufen. Aber schließlich sah er, was dort im Schlamm auf dem Boden lag. Es waren 2 kleine Rentiere. Eines der Babys hatte eine große Wunde an seinem Bein und stöhnte vor Schmerzen. Das andere schien in einem besseren Zustand zu sein. Dimitri hatte zuletzt als Krankenpfleger in einem Krankenhaus gearbeitet. Somit kannte er sich medizinisch zwar aus, ein Tier hatte er bisher allerdings nicht behandelt. Trotzdem versuchte er, dem verletzten Rentierkalb zu helfen. Die Wunde am Bein war schmutzig und es schien ein Stück Blei darin zu stecken. Es konnte durchaus das Blei eines Jagdgewehrs sein. Vorsichtig versuchte er die Wunde so gut es ging zu reinigen. Dann zog er seinen Socken aus und verband damit provisorisch die Wunde, um die Blutung zu stoppen. Anschließend versuchte er einen Tierarzt zu verständigen. Aber natürlich hatte er als obdachloser armer Mann kein Handy. Schnell rannte er trotz Erschöpfung zur Hauptstraße zurück. Als er dort ankam, versuchte er verzweifelt, ein Auto anzuhalten. Doch so ungepflegt wie er aussah, wollte kein Auto rechts ranfahren, um ihm zu helfen. Die Fahrer dachten wohl, er wolle um Geld betteln, ein paar Kilometer mitfahren oder sie womöglich sogar ausrauben. Dennoch ließ Dimitri nicht locker und gab nicht auf. Nach einiger Zeit hielt tatsächlich eine Frau ihr Auto an und fragte, was los sei. Dimitri erzählte ihr die Geschichte und bat einen örtlichen Tierarzt zu kontaktieren, der dem verletzten Tier helfen soll. Die Frau zögerte einen Moment. Ihr kam die Geschichte merkwürdig vor. Ein offenbar verwahrloster und orientierungsloser Mann tischte ihr solch eine absurde Geschichte auf. Doch als sie dem Mann tief in die Augen sah, griff sie doch zu ihrem Handy. Irgendetwas an seinem Blick sagte ihr, dass er die Wahrheit sagte. Die Autofahrerin kontaktierte den örtlichen Tierarzt, der sofort zusagte und an die beschriebene Stelle im Wald kam. Der Tierarzt sah das verletzte Tier am Boden liegen, hob es vorsichtig mit Dimitri auf und legte es auf die große Ladefläche seines Pickup-Trucks. In der Tierklinik angekommen, musste das Rentier sofort behandelt werden, um den Fremdkörper zu entfernen. Der Tierarzt dankte Dimitri und sagte ihm, dass er im Wartezimmer warten konnte.
Alles, woran Dimitri beim Baden dachte, war der Mann mit der Waffe, dem er begegnet war. Er musste derjenige gewesen sein, der dieses kleine Rentier angeschossen hatte. Daraufhin beschloss er, eine Anzeige zu erstatten. Er rief mit der Hilfe des Tierarztes die örtliche Polizei an. Dimitri erzählte dem Beamten die ganze Geschichte und dieser versprach sofortiges Handeln, da die Jagd auf Jungtiere illegal war. Die Polizei fuhr mit 2 Streifenwagen zu der Stelle im Wald und fand einige leere Patronenhülsen. Nach einer Weile konnten sie diese einer Waffe zuordnen. Und es kam etwas Unglaubliches ans Tageslicht. Es war tatsächlich der Mann, den Dimitri am Straßenrand getroffen hatte. Die Polizei durchsuchte dessen Haus und nahm ihn sofort fest. Doch nicht, weil er das Rentierkalb gejagt hatte. Dies allein hätte nur eine Geldstrafe nach sich gezogen. Der Mann besaß keinen gültigen Waffenschein und war offensichtlich Wilderer. Später wurde er wegen dem illegalen Besitz von Waffen und Wilderei zu einer Haftstrafe verurteilt. Nach einer Woche konnte das kleine Rentier wieder freigelassen werden. Doch die große Befürchtung war, dass die Rentiermutter, die zu Dimitri gekommen war, ihr Kalb nicht finden würde. Und selbst wenn, war die Frage, ob sie nach dieser langen Zeit der Abwesenheit ihr Kalb nicht verstoßen würde. Doch glücklicherweise ging alles gut. Nach etwa 2 Stunden entdeckte die Mutter das Kalb und trabte zu ihm. Dimitri sagte später in einem Interview, dass er durch dieses Erlebnis wieder neuen Mut gefasst hatte, sein Leben in die Hand zu nehmen und einen Neustart zu versuchen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos den Kanal. Eine ebenso unvergessliche Geschichte ist die von einem Reh mit einem Pfeil im Kopf, das den Menschen um Hilfe bat. Wie die Geschichte ausging, erfährst du rechts.